Hallo liebe Freunde, ich freue mich, dass ihr auch heute wieder bei mir hier in meinen neuesten Film hineinschaut. Heute geht es um Aschenbrödel. Nein, keine Angst, ich erzähle euch jetzt hier keine Märchen. Ich meine ein anderes Aschenbrödel. Wasser, egal ob Meer, See, Fluss, haben seit jeher irgendeine besondere Anziehungskraft auf den Menschen. Und deshalb möchte ich euch heute auch mit ans Wasser nehmen. Und zwar an zwei kleine Flüsse. Und da sind wir bei Aschenbrödel. Flüsse, es gibt schöne, es gibt große Flüsse. Rhein, Elbe, Mosel, Saale, die kennt wohl jedes Kind. Aber wer kennt schon die Flöa oder gar die Lößnitz? Und deshalb Aschenbrödel. Aschenbrödel ist eigentlich auf den zweiten Blick erst, nämlich wirklich schön und liebreizend. Und so ist es mit diesen beiden Flüssen. Deshalb möchte ich sie euch heute einmal vorstellen und lade euch zu einer kleinen Wanderung über ca. 13 Kilometer durch das Flöa- und Lößnitztal ein. Unterwegs werden wir Zeugen der Geschichte treffen, denn Eisenbahnfreunde werden es vielleicht wissen, durch diese Täler fuhr vor ca. 60 Jahren eine Schmalspureisenbahn von Hetzdorf über Eppendorf nach Großwaltersdorf. Sie existiert leider schon lange nicht mehr, aber ich habe in den 80er Jahren in Hetzdorf einmal selbst gearbeitet und mein früherer Kollege Fred Lehnert, der hat mir zum Glück viele alte Fotos und sogar einige 8 mm Aufnahmen von dieser Bahn geschenkt. So bin ich heute in der Lage, euch die eine oder andere Aufnahme mitzuzeigen, dass ihr mal eine Vorstellung bekommt, wie hat es denn hier früher vor 60 Jahren ausgesehen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Anschauen. Und lasst uns jetzt zusammen gemeinsam einfach losgehen. Kommt also mit nach Hetzdorf ins Flöatal als Treffpunkt. Vielleicht kennt sogar der eine oder andere das beeindruckende Viadukt oder die Hetzdorfer Schweiz. Wer Lust hat und sich für Eisenbahn interessiert, der sollte es nicht versäumen, sich noch ein wenig auf dem Bahnhof umzusehen. Hier war der Beginn der Schmalspurbahn nach Großwaltersdorf, später ging sie nur noch bis Eppendorf. Fans der Eisenbahn werden hier noch das eine oder andere aus der guten alten Zeit entdecken. In einem der nächsten Filme versuche ich auch auf diese interessante und zu Unrecht oft vergessene Schmalspurstrecke einzugehen. Doch nun genug der Eisenbahn, meine lieben Wanderfreunde. Machen wir uns auf den Weg. Wir gehen hinter dem Empfangsgebäude an der Wiese entlang auf diesem Pfad in Richtung Viadukt, überqueren den Bahnübergang und folgen dem zweiten Weg links als Rundweg Grünberg ausgeschildert und genießen den Hochwald. Wir erreichen nach einigen 100 Metern die erste Kreuzung, verlassen den Weg nach Grünberg und biegen ohne Markierung erneut links ab. Keine Angst, auch wenn der Weg nicht mehr ausgeschildert ist, man kann sich wirklich nicht verlaufen. Der Wald erlaubt erste freie Blicke und wir erkennen von hier unser erstes Zwischenziel Hohenfichte. Bald darauf erneut eine Kreuzung ohne Markierung. Dennoch, es ist ganz einfach. Links ab und dann dem Weg in seinem weiteren Verlauf folgen. So erkennen wir kurze Zeit später durch die Bäume einen Pavillon, welcher auch schon bessere Zeiten erlebt hat. Er gehörte zu DDR-Zeiten zum Schwangerenheim. Beides ist inzwischen Geschichte. In Hohenfichte bleiben wir zunächst in unserer eingeschlagenen Richtung. Jedoch bieten sich dann am Bahnübergang zwei Möglichkeiten. Wer die Attraktion des Ortes sehen möchte, der folge bitte der Hauptstraße und in einem reichlichen Kilometer nach links. Dort wartet die überdachte Holzbrücke. Wir besuchen die Brücke jedoch später in Verbindung mit einer anderen Tour. Heute biegen wir links ab, vorbei an der ehemaligen Baumwollspinnerei. Wie viele Menschen verdienten einstmals hier ihren Lebensunterhalt? Später folgten die größte sächsische Modellbahnausstellung, die zudem noch mit einer Motorradsammlung sowie einer historischen Spielzeugausstellung verbunden war. Auch diese sind inzwischen wegen bautechnischer Probleme geschlossen. Ein trauriges Kapitel.
Dennoch wollen wir uns den Tag und die Laune nicht verderben lassen und folgen dem Straßenverlauf weiter. Nach diesem Haus, welches uns einen kleinen Vorgeschmack auf die nahe Augustusburg bietet, stoßen wir auf diese Kreuzung und gehen nach links die Metzdorfer Straße weiter. Den leichten Höhenzug zwischen Flöa und Lößnitztal müssen wir ersteigen und sehen sie zum ersten Mal live. Die Krone des Erzgebirges, die Augustusburg. Heute erfreuen wir uns lediglich an ihrem Anblick, besuchen werden wir sie in einem späteren Film. Angekommen im Ortsteil Metzdorf finden wir eine neue Ausschilderung vor und folgen dieser über die Wiesen und Felder des Lößnitztales in Richtung des gleichnamigen Ortes. Eisenbahn- und Geschichtsfreunde aufgepasst, denn unten im Tal ist noch die Trasse der vorhin erwähnten Schmalspurbahn zu erkennen. Am Waldrand sehen wir die ersten Häuser von Lößnitztal. Bevor wir in den Wald jedoch eintauchen, werfen wir noch einen letzten Blick zurück. Schließlich stehen wir auf dieser Wegkreuzung. Aufgepasst! Der breitere Weg links verleitet förmlich nach unten in den Ort zu gehen. Wir wollen jedoch durch den Wald weiter. Eine rote Markierung ist ein bisschen versteckt, aber vorhanden. Auf dieser laufen wir weiter. Nachdem wir auf diese Wegeskreuzung treffen, müssen wir nach links in Richtung Hammerleubsdorf. An der Talstraße haben wir ein kleines Problemchen. Wir müssen nach rechts. Der ehemalige Bahndamm ist zumindest in der Vegetationsphase völlig zugewachsen und leider nicht begehbar. Eine wirkliche Alternative zur Straße gibt es nicht. Als kleiner Trost, diese Straße laufen wir lediglich knapp 400 Meter und können kurz vor Hammerleubsdorf erneut links ohne Markierung auf diesem breiten Weg in den Wald gehen. An der nächsten Ausschilderung nehmen wir dann den Salzleckenweg. An dieser Kreuzung stoßen wir auf den Fürstenweg. Diesen benutzen wir jetzt bis zur Mondscheinmühle.
Leider gibt es an der Mondscheinmühle keinerlei Gastronomie. Schade. Greifen wir also zur Verpflegung im Rucksack. Kurz nach dem Wildgatter müssen wir uns zwischen 3 Varianten entscheiden. Die Variante 1. Circa 100 Meter nach Ende des asphaltierten Weges geht es einen schnell übersehenen und sehr schlecht ausgeschilderten Pfad rechts in den Wald in Richtung Parkettfabrik. Obwohl auf diesem einiges an Schnee und Windbruch liegt, ist er begehbar. Unten angekommen erscheint dann eine blaue Ausschilderung nach rechts und diese benutzen wir zur Hetzdorfer Schweiz bzw. zum Viadukt. Variante 2. Wir gehen mehrere 100 Meter weiter, bis rechts dieser Weg, den man auch als solchen erkennen kann, auftaucht. Dort kann man auch gehen, aber bitte nur, wer gut zu Fuß ist. Die letzten Meter verliert er sich leider im Nichts und man muss einen kleinen Abhang zur Straße herunterkraxeln. Bleibt schließlich Variante 3. Wir laufen noch das letzte Stück bis zur Talstraße. Immerhin kann man hier einen Blick auf den ehemaligen Haltepunkt Metzdorf und den Bahndamm der Schmalspur werfen und dann staunen. Offenbar hat ein kluger Bürokrat diese Straße als Wanderweg ausgewählt. In meinen Augen eine ganz schwache Kür der zuständigen Gemeinde. Aber was soll's. Laufen wir die Straße ca. 500 Meter in Richtung Hetzdorf. Inzwischen stoßen wir auf Variante 2 und erreichen schnell die ehemalige Parkettfabrik inklusive Schmalspurbahn. Kaum zu glauben, dass es vor 60 Jahren hier so aussah. An der Bauampel laufen wir wieder rechts in den Wald auf den blauen Weg und erreichen schließlich Variante 1. Machen wir uns jetzt an den reizvollsten und schönsten Abschnitt, wenn auch auf den ersten Metern ein wenig steil. Den Anstieg hoch zur Hetzdorfer Schweiz. Schließlich erreichen wir die Bastei. Hier können wir die Beine baumeln lassen und den Ausblick in das damalige und heutige Flöertal genießen. Doch noch eine weitere Attraktion wartet, der Hetzdorfer Viadukt. Wir haben ihn ja bereits von der Bastei aus gesehen. 1868 eingeweiht und bis 1992 in Betrieb, ist er zum Glück heute als Wanderweg genutzt und den lassen wir natürlich nicht aus. Beinahe wäre dieser Blick so gar nicht mehr möglich gewesen. An dieser Stelle war in den 40er Jahren geplant, eine Talsperre zu erbauen. Glück für uns, dass nichts daraus geworden ist. Sonst wäre unsere schöne Tour so nämlich gar nicht mehr möglich gewesen. Wenn wir uns hier umdrehen und in die andere Richtung schauen, erinnert alles ein wenig an Modelleisenbahn. Denn die Brücke ist mit 42 Metern Höhe die höchste eingeschossige Brücke der Deutschen Reichsbahn und noch dazu im Bogen gebaut. So, liebe Freunde, wir sind fast am Ende unserer gemeinsamen Wanderung und auch am Ende der Brücke angekommen. Jetzt geht es nur noch steil nach unten und wir sind zurück am Bahnhof Hetzdorf. Ich hoffe, ihr hattet Freude an unserem Rundweg. Wenn sich alles furchtbar kompliziert angehört haben sollte, keine Sorge, es ist wirklich ganz einfach. Ich wollte euch lediglich auf die Knackpunkte aufmerksam machen und hoffe, ihr könnt diese schöne Rundtour über ca. 12 bis 13 Kilometer völlig entspannt genießen. Übrigens, wem sie zu lang ist,
Der kann bereits in Hohenfichte direkt zum ehemaligen Haltepunkt Metzdorf auf der Straße laufen. In der Erklärung unter dem Video findet ihr noch einen Link zu Komoot. Dort habe ich euch diese Rundwanderung hinterlegt. Wenn euch dieser kleine Ausflug gefallen hat, dann lasst doch eine Bewertung oder Kommentar hier oder abonniert einfach meinen Kanal.